Kingvention, ich stehe hier vor dem Eingang. Es ist noch ein bisschen hin. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten brauchen, bis wir hier reinkommen. Da ist die Statue, History-Statue. Es sieht eigentlich richtig cool aus. Tolle Atmosphäre. Hinter mir stehen ein paar hundert Michael-Fans. Da seht ihr Matthias, Hector Bonjour, MJ Market, Willy von Jackson CH, Chris, hinten ist Jenny und ganz, ganz viele Fans. Wow, okay. Ziemlich weit weg. Ich habe immer gesagt, oh, mach das näher dran. Kingvention Weekend. Ja, wir haben heute Samstag, den 24. Mai. Und heute findet das Event statt, weswegen ich überhaupt hier in London bin, nämlich die Kingvention 2025. Es ist die 10. Kingvention. Ja, da geht es gleich in die Conway Hall, so heißt sie, glaube ich. Ist laut Google Maps 7-8 Minuten hier vom Hotel entfernt. Ich treffe mich gleich mit Chris, der ist hier auch im gleichen Hotel, eine Etage über mir und weiter hinten. Und ja, wir wollen gleich noch mal kurz was frühstücken. Wir haben jetzt ungefähr 9:30. In einer Stunde beginnt der Einlass. Ich bin total gespannt, wie es gleich wird. Ein Michael Jackson Fest in London, die Kingvention 2025. Alle Infos rund um diese Veranstaltung, die bekommt ihr natürlich hier bei mir. Viel Spaß mit MJ Update. Can I have the Rock With You tickets and the Pearl ticket, please? Nach dem Einlass schlenderten wir durch den Eingangsbereich. Wir schauten uns die große Michael Jackson Wand an. Michael beim Super Bowl, wie er, nachdem er aus dem Toaster springt, dort verharrt. Und wir machten dort natürlich auch ein paar Fotos, schauten uns um und gingen den langen Flur entlang, wo noch viele weitere Banner auf uns warteten. Unser Weg führte uns direkt in den King of Shop, der Shop, wo es offizielles Michael Jackson Merch gab. Ich hatte im Vorfeld schon gehört, dass es hier eine neue Mini-X-Figur geben sollte. Und da war ich natürlich gespannt, ob es sie gab. Hier gab es verschiedenes Merch. Einmal Kalender, die neue Funko-Pop-Figur mit dem Rock With You Design. Viele, viele T-Shirts, Shorts, aber auch Pins, Anstecker, auch eine Vinyl- und CD-Kiste. Und wie ihr seht, es gab die offizielle Mini-X-Figur hier exklusiv auf der Kingvention und da habe ich mir natürlich auch eine mitgenommen. Die neue Billie Jean Mini-X-Figur erscheint offiziell am 20. Juli 2025. Hier auf der Kingvention konnten wir sie exklusiv schon jetzt kaufen. Das ist der King of Shop. Wenn ihr offizielles Michael Jackson Merch sucht, seid ihr auf kingofshop.com genau richtig. Im Ausstellungsraum präsentierte uns die Kingvention 4 3D überarbeitete Musikvideos aus der History-Zeit. Earth Song, Stranger in Moscow, Scream und They Don't Care About Us konnten wir uns hier mit 3D-Brille in 3D anschauen. Umringt waren wir von Michael Jackson Bannern, riesengroße Plakate
von den unterschiedlichen Videos. Viele der Fotos hat der anwesende Fotograf Bill Nation geschossen, der sich hier auch unter die Fans mischte. Ja, nachdem wir uns das angeschaut hatten, ja, ist man halt so ein bisschen rumgelaufen. Ne? Man hatte diesen Eingangsbereich, diesen langen Flur, den Merch-Bereich, diesen Raum, wo die Videos liefen. Es war alles was enger als beim letzten Mal. Ein bisschen kompakter. Der Merch-Store, der war richtig, richtig voll. Also da musste man schon gucken, dass man da gut reinkam, aber da war richtig viel los. Und so vertrieb man sich die Zeit. Es war eine super Stimmung, angenehme Leute, es fanden überall Gespräche statt. Die Leute haben Fotos gemacht vor diesen großen Leinwänden, Videos gemacht, einige für ihre Kanäle auch Videos gemacht, ich ja auch, wie ihr hier seht. Und ja, wir hatten alle eine tolle Zeit. MJ-Update auf der Kingvention in der Conway Hall. Hier hinten seht ihr es. Hier ist auf jeden Fall super viel los. Die Leute kommen gerade rein, gleich starten die Gastredner. Und ja, wir sind sehr gespannt, was heute hier passiert, welche Stories wir erfahren, was die Redner zu erzählen haben. Und hier überall ja, ist hektisches, wildes Treiben. Ich drehe mich mal, hier sitzt Matthias. Und ja, das sind einfach so ein paar Eindrücke, die ihr vom Einlass der Kingvention mitbekommt. Also ich würde sagen, die Leute sind alle gut gelaunt, gute Stimmung und es macht richtig Spaß. Leicht verspätet, gegen 1:15 startete das Hauptprogramm der Kingvention Live. Die Brentwood Imperial Youth Band startete eine musikalische Performance. Das waren sicherlich rund 50 Bandmitglieder in typisch britischen roten Uniformen, eine Blaskapelle, Trommler. Die Brentwood Imperial Youth Band spielte ein Hit-Medley von Songs aus dem Bad-Album. Sie legten los mit Man in the Mirror, es folgte Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel und zum Höhepunkt ging es über nochmal zu Man in the Mirror mit einem jungen Saxophonisten, der auch noch den Moonwalk präsentierte.
Kingvention Live startete gegen 1:15 ungefähr, würde ich sagen. Und ja, wir nahmen aber vorher erstmal unsere Plätze ein. Und Chris und ich, wir hatten den Gang zwischen uns. Wir haben getrennt gebucht. Ich hatte Chris geschickt, wo ich sitze. Er hat nachbestellt und hat der Platz rechts von mir, der war schon weg. Und er hatte den Gang neben mir und links von mir saß dann Chris direkt in der Mitte. Und als Überraschungsgast zu meiner Rechten saß direkt Ueli von Jackson CH. Er hatte zufälligerweise das Ticket neben mir. Das haben wir uns nicht abgesprochen. Das war Zufall, dass er neben mir saß. Und 2 weiter daneben saß zufälligerweise Matthias. So saßen Matthias von Malibu, Ueli von Jackson CH und ich in einer Reihe. Schöne Grüße an die Reihe. Es war super, mit euch diesen Tag in den Interviews zu verbringen. Der Host war Ricardo Vigas. Er kam auf die Bühne und moderierte durch den Abend. Und derjenige, der die Interviews geführt hatte, das war Paz Jax. Er kam auf die Bühne und grüßte das Publikum. Da gab es als Opener auch noch ein paar Geschenke, da flogen T-Shirts ins Publikum und Bänder und so kleine Souvenirs, die einfach von oben runtergeschmissen wurden. Danach ging es auf jeden Fall weiter mit den Live-Interviews und da machte der 4-fache Grammy-Gewinner Dave Way den Start. Dave Way ist ein Toningenieur und Produzent und er hat maßgeblich an den Dangerous Songs gearbeitet. In the Closet, Jam, Can't Let Her Get Away, Dangerous, She Drives Me Wild, Remember the Time und Jam. Eine kleine Pause. Chris und ich haben uns gerade rausgeschlichen, aber gleich geht's weiter. Wir haben gerade Dave Way, den 4-fachen Grammy-Gewinner, gesehen. Er hat ein Interview mit Paz Jax geführt, wo er über seine Zusammenarbeit mit Michael berichtet hat. Wie fandst du es? Ich fand super. Ein paar tolle Einblicke gegeben, wie Michael gearbeitet hat, dass er sich ein paar Tipps auch mitgenommen hat für sein zukünftiges Arbeitsleben und das fand ich echt spannend. Ja, war richtig spannend. Das erste Lied, woran er mit Michael gearbeitet hatte, war damals Blood on the Dance Floor. Die haben zu Dangerous angefangen zusammenzuarbeiten. Nach den ganzen Quincy Jones Alben hat sich Michael ein neues Team gesucht. So war Dave im A- oder B-Team, das weiß ich gar nicht mehr. Michael hatte ja immer diese A- und B-Teams, Bruce Medin und Bill Bottrell. Und er empfand das aber nicht als Konkurrenz, dass es da 2 Teams gab, die Musik machten, wo man sich gegeneinander neidisch Blicke zuwarf, wer jetzt die besseren Songs hatte, die Michael am besten gefielen. Er empfand das Ganze so, als würden die beiden auch voneinander profitieren, wie sie arbeiten. Er hatte immer einen ganz guten Austausch. Es war ein kreativer Prozess, der dort stattfand. Man wollte halt wirklich ein tolles Album machen. Er hat auch gesagt, wir sind hier bei Michael Jackson, Geld spielt keine Rolle. Man konnte alles ausprobieren und wenn man irgendwelche technischen Raffinessen brauchte, hat man sie bekommen. Also er konnte dort wirklich alles machen, was er wollte. Und die haben sich ausgetauscht. Blood on the Dance Floor war auf jeden Fall das erste Lied. Danach kam wohl Remember the Time und auch an Joy haben die gearbeitet. Joy war ja später bei Blackstreet auf dem Album. Was ist mir denn noch so in Erinnerung geblieben? Ja, ein paar Sachen fand ich ein bisschen schade. Er konnte sich an 1 oder 2 Sachen nicht erinnern. Auch Michael, gerade auch für zum Beispiel Joy oder auch für Y, was mit 3T aufgenommen wurde. Auch Michael da tatsächlich auch Solo-Parts aufgenommen hat. Also nicht nur vom Chorus, sondern auch tatsächlich vom gesamten Song. Das fand ich ein bisschen schade, denn diese Info hätte ich gerne gehabt. Weil dann hätte man die Hoffnung, dass vielleicht der Song auch irgendwann mal komplett mit Michaels Stimme veröffentlicht wird. Ja. Und da konnte er sich nicht erinnern. Da war er sich nicht richtig sicher, ob es davon Versionen gab, ob Michael die Songs auch komplett selbst aufgenommen hatte. Ja, das sind so die ersten Eindrücke von Dave Way. Erster Gast, erster Redner heute. Jetzt geht es in die zweite Runde, glaube ich. Mal gucken, wer jetzt kommt. Alif Zanki oder Bill Nation, der Fotograf. Später gibt es mehr. So, ja, das ist die Kingvention dieses Jahr. Kingvention 2025 ist einfach, ja, ganz entspanntes Treiben hier in den verschiedenen Räumen. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal mit euch ein bisschen rum. Hier haben wir die 3D-Videos mit verschiedenen Screens und Displays. Hier läuft gleich wieder eine 3D-Fassung von Earth Song. Hier sind die Fotos von Bill Nation, die man auch kaufen kann. Verschiedene Displays, Janet Jackson Displays.
Hintergründe Scream, They Don't Care About Us. Und noch mehr Bilder von Bill Nation. Hi, Is it video or photo? Oh, it's video. I was like, Nice to meet you. how's it going? You having a good time? Yeah, great time. And I love your jacket as well. Thank you. I think I've seen it online though. Every time I see it, I think that's a really nice. It's only from Stella. Oh right, so I can't get it. Yeah, okay. I might fit into that though. I might try to grab it from the Ja, da läuft einen auch einfach mal Pest über den Weg. Sehr sympathischer Typ übrigens. Und hier wird nochmal Scream vorgeführt in einer Titelfassung. Jetzt hier nochmal raus, da ist alle möglichen Leute. Hi, nice to meet you. So ging es wieder zurück in die Main Hall. Das zweite Interview startete nach einer kurzen Pause. Der Fotograf Bill Nation erzählte seine Geschichte und war Gast der Kingvention. So, Ja. Kingvention, zweiter Akt. Wir haben gerade Bill Nation, den Fotografen, gesehen, der Ja. mit Michael Jackson zusammen Ja. gerade so die Blood on the Dance Floor Zeit ja, fotografiert hat. Ist Super spannend, wie ich finde. Fotograf. Jenny Ja. habe ich jetzt hier, kennt ihr ja. Hi. Und ja, wir haben gerade, ich konnte ihn gar nicht so gut verstehen. Er hatte Ja. so einen texanischen Akzent. Und er hatte das Mikro ziemlich weit Ja. weg. Wir haben immer gesagt, oh, mach das näher dran, Ja. aber hat er nicht gehört. Und mir ging das ähnlich. So ein paar Sachen, was ist hängen geblieben? Mit Nelson Mandela. Ja, das Treffen. war toll. Ne? Ja. Und auch die Ausschnitte, die er uns da gezeigt hat und die Fotos, Ja. kriegt man immer wieder Gänsehaut, Ja. weil man auch sieht, wie Michael ihn halt verehrt hat. Also da sieht man mal, wie Michael so ein bisschen starstruck ist. So, Ja. ne? Das fand ich so spannend. Und das, mit dem Foto für Escape fand ich interessant. Dass Genau, ja er wusste das gar nicht. Er wusste ne? das gar nicht, ne? Ja. Weil Pesch hatte dann gefragt, so, kennst du diese Story hinter diesem Bild? Und der so, nee. Und dann Pesch so, okay, Storytelling Time. Und dann hat er erzählt, dass das ja eigentlich das Foto ist, also die Vorlage von Blood on the Dance Floor, von dem Bild. Genau. Für Escape. Das ist aus der Und, Fotosession vom Blood on the Dance Floor Album ist eben das Escape-Cover auch Genau, entstanden. ja. Und der Estate hat das Foto ein bisschen abgewandelt mit diesem Universum-Helm, den er so halb drüber hat. Genau, aber eigentlich ist es das Blood on the Dance Floor Ja. Foto. Und das war auch ganz interessant. Vor allen Dingen, dass man dem Fotografen selbst dann so was Neues beibringen konnte. Ja. Hat Das dann auch gar was nicht wusste. dazugelernt auf der Kingvention. Selbst er. Ja, also das war auch richtig interessant, richtig schön. Ja, und beeindruckend fand ich auch die Situation, wie er beschrieben hat, dass er Nelson Mandela Michael Jackson vorgestellt hat. Genau. Ja. Das ist. Das auch, er war in der Situation, die beiden vorzustellen, 97, 98. Genau. Ein epischer Moment eigentlich. Ne? Ja, für ihn selbst. Das, ja. Und The Nation wurde noch gefragt, was für ihn so der beste Moment war mit Michael. Und er sagt, alles rund um den Videodreh, rund um Blood on the Dance Floor. Da war so eine Energie, es war eine gute Stimmung. Genau. Und das Ja. war auch beeindruckend. Also das Blood on the Dance Floor Video wird wohl wahrscheinlich eine Zeit gewesen sein, in der Michael auch sehr ausgelassen Ja. das Video Ich glaube, drehen da hat konnte. er richtig Freude auch gehabt. Ja. Und das merkt man ihm ja auch irgendwie an. Ja. Und der Style ist halt mal so was ganz anderes. Und ich glaube, die waren alle happy daran mitzuwirken. Ja. Das war schön zu hören. Er war auch bei der History Tour bei Konzerten dabei. Er hat auch sein Pass dabei gehabt, seinen VIP All Access Pass, wo Michael auf der Rückseite des Passes auch was unterschrieben hatte für Bill Nation, persönliche Worte, die er vorgelesen hatte. Und er hat uns auch sein Videomaterial gezeigt, denn er hatte dort auch aus der ersten Reihe, also Reihe 0, also noch vor der Bande, hat er die Billie Jean Performance aufgezeichnet. Und das war natürlich auch richtig geil. Einmal Live-Aufnahmen, erste Reihe Michael Jackson zu sehen, wo er wirklich die Fußarbeit und diesen ganzen Tanz, diese Improvisation, die Michael Jackson bei Billie Jean gemacht hat in der Phase, das einmal so live zu sehen. Bill Nation fotografierte MJ das erste Mal 1984 im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit bei den Grammys. Richtige Jobs bei MJ bekam er beim Leave Me Alone Videodreh,
1996 beim exklusiven Brunei-Konzert und die Fotosessions rund um die Videos zu Stranger in Moscow und der Sweet Tea-Single Why mit Michael Jackson. Wir gehen jetzt was essen. Jetzt ist eine Stunde Pause. Wir gehen kurz irgendwo ins Bistro, ein Häppchen essen und dann geht's gleich weiter. Sehen uns. Ciao. Das Cozy Café um die Ecke der Conway Hall besetzte das Publikum der Kingvention. Und weil ich mit den fotografischen Werken von Stephen Paul Whitsitt und Bill Nation durcheinander kam, zeige ich euch hier nochmals die Michael Jackson Fotos, die Stephen Paul Whitsitt gemacht hatte und die Bill Nation gemacht hatte. Und bei diesen ganzen Fotos handelt es sich um Aufnahmen von Stephen Paul Whitsitt. Diese Fotos hatte Bill Nation gemacht. Von beiden Fotografen könnt ihr Fotos im King of Shop kaufen. Gerade haben wir Alif Sankey gesehen. Jetzt habe ich aber neben mir den Ueli stehen von Jackson CH. Wir sitzen sogar nebeneinander, also wir haben die ganz zufällig, also auf einmal saß er neben mir. Ja, wir haben heute den ganzen Talk-Nachmittag miterlebt und vielleicht sagst du mal kurz, dass du schon bekannt bist. Also wir machen seit fast 25 Jahren Jackson CH und ich habe das mitgegründet, lange mit Tom gemacht, jetzt alleine mit einem Team. Und großartige Arbeit. Du fragst wegen Alif oder wegen mir? Wegen dir. Ja, so bekannt bin ich hier natürlich nicht, weil wir bedienen ja den deutschsprachigen Raum, aber wir präsentieren Recherchen auf Jackson CH. Wir sind natürlich auch ein wenig mit den Social Media gegangen. Heutzutage muss man ja auch auf YouTube, Instagram und Facebook präsent sein. Da sind wir natürlich auch im Center. Aber mein Herzblut ist bei Recherchen über die Musik, über die Kunst, was ist hinter den Kulissen. Und Jackson CH ist ja die News-Seite, wo ich auch immer wieder News von hier hole, auf Deutsch. Und deshalb auf jeden Fall auch bei Jackson CH immer vorbeischauen. Auf jeden Fall nochmal Werbung machen. Jetzt haben wir aber gerade Sankey gesehen. Sie ist eine Tänzerin, die mit Michael zusammen seit Smooth Criminal zusammengearbeitet hat. Und da hat sie gerade einige Geschichten erzählt. Was ist dir da am meisten hängen geblieben? Also zum Beispiel mit diesem Joe Cocker. Wer ist auf der Bühne? Jarvis Cocker vom Jarvis Cocker, der Grunge-Sänger, Britpop-Sänger, so in die Richtung. Genau, Jarvis Cocker, ich erinnere mich, ich war damals schon Fan, ich erinnere mich, dass es in den Medien war, dass er da die Bühne gestürmt hat, als Michael Earth Song performt hat und er hat sich erdreistet, dass Michael sich als Jesus inszeniere, aber ich fand ja, Michael hat ja einen Charakter eingenommen, es war ja eine schauspielerische Leistung, eigentlich er wollte eine Message setzen, ich fand das eine brillante Performance, ich finde es immer noch. Ich hatte nicht gewusst, dass sie da auch dabei war und sie hat jetzt erzählt uns, dass Michael darauf bestanden hat, dass er das im Nachhinein erfahren hat, dass er hat es während der Performance, war der so in seinem Element, er hat es gar nicht gecheckt. Aber als er das erfahren hat, hat er darauf bestanden, dass man das rausschneidet und dass sie sich dann darum gekümmert hätten, dass es rausgeschnitten wurde. Das fand ich spannend, aber natürlich auch, sie war bei MTV dabei, bei Smooth Criminal hat es gestartet, sie war bei This Is It dabei und ich fand interessant, wie sie auch erzählt, dass Michael immer hat ein Talent, dass er auf die Leute um sich geachtet hat, er hat auf das geachtet und sie hat gesagt, man wusste, dass er auf die Menschen, auf seinem Umfeld, dass er eine Sensorik hatte, auf die Menschen um sich zu achten, dass er sich für die interessierte, aber man wusste nie, ob man jetzt selbst in seinem Blickfeld war. Es gab so ein paar Mal, dass er sie erkannt hat, sie etwas gefragt hat, das fand ich sehr spannend, so diese Aufmerksamkeit, man hörte manchmal von Künstlern, dass sie sehr hochnäsig sind und sich gar nicht für ihre Crew interessieren, aber Michael, das erzählen alle und auch sie, dass Michael sich wirklich für die Menschen und sich auch persönlich interessiert hat. Und bei dem Auftritt mit Jarvis Cocker war es ja tatsächlich so, dass Michael hinter
hinter der Bühne auch geflucht hat. Da hat sie seine tiefe Stimme gehört und da war sie ganz überrascht, dass Michael seine natürliche Stimme eben präsentiert hat. Also er hat sich wohl richtig aufgeregt darüber, dass das passiert ist. Also er war richtig verärgert. Was hat dir am besten gefallen? Ich fand die Geschichte natürlich super mit ihrem Lieblingsfoto beim Smooth Criminal Set, als sie ihre alte oder als eine der wenigen Anwesenden ihre Kamera dabei hatte. Und im Trailer von Michael hat sie ein Foto mit ihm gemacht. Und dieses bekannte Foto von Alif und Michael, wo sie Arm in Arm sind und Alif so ein bisschen schelmig auch lächelt auf dem Foto. Und die Geschichte hat sie sehr lustig und sympathisch eben erzählt. Also das fand ich sehr witzig, weil sie beide sehr schwitzig waren vom Videodreh und dann spät in der Nacht nach schweißtreibender Arbeit haben sie dieses Foto gemacht. Mit so einem Zwinkern hat sie das erzählt. Das fand ich sehr witzig. Und im Smooth Criminal Video war sie dabei, da gab es dieses Foto, wo sie ganz rechts am Rand zu sehen ist und da konnte ich mich dann auch wieder an die Stelle im Video erinnern, wer sie dort damals war. Sie erzählte noch von den Auditions, wie sie dorthin kam, wie sie das erste Mal Michael sah. Auch diese Beschreibung, wenn Michael kam, veränderte sich auf einmal die ganze Stimmung, aber nicht im Negativen, eher im Positiven. Also sie waren alle in Kostüm, sie standen alle dort und sie waren komplett vorbereitet. Und so in einer Situation kam dann das erste Mal Michael in das Set hinein und so lernten sie sich das erste Mal eben bei der Arbeit kennen. Auch für This Is It wurde Alif wieder ins Set geholt, das wusste ich auch nicht. Also sie war bei Smooth Criminal, bei den Brit Awards und dann auch bei This Is It dabei. Und da war sie als Choreografin, wurde sie auch mit engagiert oder auch als Tänzerin, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall wurde sie da auch mit engagiert und hatte Michael erlebt. Sie erzählt aber nur Positives über die Zusammenarbeit. Also sie hat jetzt nichts gesagt, dass da irgendwie die Stimmung schlecht war, dass Michael schlecht aussah. Es war eine positive Stimmung, es war sehr herzlich und sie hat auch versichert, und ich glaube ihr das auch, dass sie das Gefühl hatte, dass Michael wieder zurück auf die Bühne wollte und hier was Großes schaffen wollte. Und als sie bei This Is It das erste Mal wieder auf Michael traf, erzählte Michael, sie war bei Smooth Criminal dabei. Und das wurde dann so ein Running Gag, der immer wieder erzählt wurde. Wenn er sie sah, sagte er immer wieder, sie war bei Smooth Criminal dabei. Sie war bei Smooth Criminal dabei. Und er wiederholte das immer und immer wieder. Und das fand sie halt sehr witzig, dass sie immer wieder mit diesen Worten eben von ihm bedacht wurde und dass er sich daran auch noch erinnern konnte. Ja, es gibt noch verschiedene andere Anekdoten, wo er zum Beispiel ihr in die Augen schaute. Das war das erste Mal, dass sie nebeneinander standen, wo er ihr sagte, oh, du hast schöne Augen. Und das war wohl wegen den, wie sie geschminkt waren oder keine Ahnung, aber also solche Momente konnte sie sich halt erinnern. Es gab einige, es war sehr spannend, das hat sich gelohnt bis jetzt. Ja, das waren die 3 Gastredner. Jetzt geht es langsam in den Nachmittag. Ich weiß gar nicht, Videos werden hier noch gezeigt. Wir gucken noch ein bisschen. Da ist gerade Hector bei Show vorbeigegangen. Und wir machen gleich auch noch ein Video. Und ja, jetzt gehen wir in den Abend. Eine Party findet gleich statt. Und bis später mal. Danke, dass du dabei warst. In der Neverland Library fanden verschiedene Diskussionsrunden statt. 2 befassten sich mit künstlicher Intelligenz. Die erste Runde hieß Die Auswirkungen von KI auf Michaels Werk und die zweite hieß The Deconstruction of MJ-AI, was man wohl frei mit einer kritischen Betrachtung in Bezug auf KI und MJ übersetzen könnte. Außerdem befasste sich Elizabeth Amiso mit einer akademischen Studie zu Michael Jackson. Sie ist die Autorin des Buches The Dangerous Philosophies of Michael Jackson, ein akademisches Buch. Ich habe an keiner Diskussionsrunde teilgenommen. Bei der Kingvention 2023 habe ich an einigen Runden teilgenommen. In meinem Kingvention-Video von damals erfahrt ihr mehr zu den Diskussionsrunden. Sehr zu empfehlen eben auch
Elizabeth Amiso und ihr Buch Academic Studies rund um Michael Jackson. Und hier geht's weiter raus. Hier ist das große History Display hinter mir. Und ein MJ-Logo zu meiner Rechten. Und hier in der Halle, Main Hall, da geht's rein. Da sind die alten Fotos. Und hier geht es dann in den Veranstaltungsraum rein. Gerade Videos laufen. Ja. Aber da sieht man natürlich nichts, weil es da drin sehr dunkel ist. So, gehen wir mal weiter. Rock with You hinter mir. Und jetzt bin ich wieder in der Halle und Eingangsbereich, wo es auch in die Main Hall geht. Oben geht es in die Neverland Library. Und da geht gerade Eve an mir vorbei. Da geht sie die Treppe hoch. Sie ist aber busy. Naja. Und die große Fotowand. Und das ist ein kleiner Rundgang durch die Kingvention 2025. Dave Way arbeitete 2008 auch als Produzent an dem King of Pop Sampler zu MJs 50. Geburtstag und 2009 am This Is It Soundtrack. Am roten Teppich fragte ich ihn, ob er 2008 rund um die Erstellung der King of Pop CD nochmal Kontakt mit MJ hatte. Leider gab er an, dass er keinen Kontakt hatte. Er musste kurz überlegen und gab an, dass es rund um den Ghosts Kurzfilm das letzte Mal gewesen sein muss, wo sie Kontakt hatten. Kingvention 2025, Hector Bajou is on my side. Can you tell the German audience for what are you famous in the Michael Jackson community? It seems I'm famous for my collection. I have a huge collection in Paris. Everybody says it's the biggest of the world, but of course not. I think I'm maybe in the top 100 of the collectors, but my passion is to share it. I want to share my passion with all the community. I want to learn some new stuff about the young fan, so I share all my collection on my YouTube channel, and I like to influence some other YouTubers like you, like me, and now you are doing videos about collectors too, so you influence me too. Yeah, it's really nice. And you did great work on your YouTube channel, and it's one of the biggest Michael Jackson YouTube channel maybe in Germany. Yes. Great. And what was your highlight of Kingvention 2025? The best part was the conference was really nice. I've learned some new stuff about Michael, new little stories. It was really nice to learn about the dancer from Sumo. Yeah, she was so cute. Yeah, I think she was in love with Michael. Yeah, maybe. I'm pretty sure she was. So it was really nice, and I liked a lot also the shop. There was a shop to get many new collectors. The Minix. Did you find something new, or is that possible? Yes, I bought the shirt from the Sapphire Celebration from Las Vegas, the blue shirt. Yeah. It's limited one, and I didn't bought it a few years ago, so I'm happy to get that. Yeah, I always find new stuff. It's never an ending story. Yeah, you always find new stuff. Yeah. Yes, and now last part of the evening start. We have a great big party. Yeah. And are you ready to dance? Yeah, look my best move with the head, you know. I'm ready to show you my best move. So watch out. The next video, you will filming all the dance party? Maybe. Yeah. So I can do the link. So yes, it will be a lot of fun tonight. Yeah, I think. Yes. Thank you for joining, and see you at the party. Thank you very much. Bye. Die lange Schlange führte zu den Meet and Greets zu den Gastrednern Alif, Bill und Dave.
Die 3 beantworteten persönliche Fragen der Fans, gaben Autogramme und stellten sich für Fotos bereit. Ich ließ mir mein Lanyard unterschreiben und machte mit allen Fotos. Die Autogramme statt, die Meet and Greets mit den Gastrednern Dave Ray, Alif Sankey und Bill Nation. Hinter mir werden fleißig Fotos gemacht, Autogramme geschrieben und alle 3 sind super sympathisch. Also es macht richtig Spaß, solche Veranstaltungen zu besuchen und denn die Leute, die mit Michael tatsächlich zusammengearbeitet haben, auch hier live zu treffen und zu erleben. Und Dave Ray habe ich eben gefragt, was ist schöner, ein Grammy zu gewinnen oder auf einem Michael Jackson Album zu arbeiten? Was glaubt er, hat er geantwortet? Na, er hat natürlich die richtige Antwort gegeben. Es ist natürlich besser, für ein Michael Jackson Album zu arbeiten, als sogar 4 Grammys zu gewinnen. Er hat ja 4 Grammys gewonnen, aber die Arbeit mit Michael, da hat er gesagt, die bevorzugt er. Also man erfahrt hier so viele tolle Informationen und deshalb macht Spaß. Aber jetzt gleich geht es zur Party und der findige Zuschauer wird es gesehen haben. Ich habe nämlich ein anderes Oberteil an. Wir waren nämlich eben kurz im Hotel und haben uns umgezogen. Aber ich spreche halt so laut, weil ich auch kein Mikrofon habe. Aber auf geht's zur Party. 2025, Krista MJ is in the house. Maybe you know her from her TikTok channel. Yes, or YouTube. Or YouTube? YouTube, yeah. Okay, what's bigger? TikTok. Yeah. I saw you have more than 100,000 followers. Yeah, it's a lot, but I love it. It's crazy. Yeah. You did great work, great dance videos. Yeah, thank you. Yeah. I try. And you had a ghost video, the new one. Yeah, I just performed a while ago. Yeah, it was a lot of fun with my dancers, and we were practicing only for 2 months. Only for 2 months. It is so good. Yeah, so good. That's really great work you did on your channel. And what was your favorite part on Convention 2025? 25. I think the guests are, of course, I'm waiting for the dancing and stuff with everyone else, but it's the guests and people here. We're meeting everybody again. Yeah, that's great. I love it here. Yeah, it's really nice to meet you here, and thank you for joining my YouTube channel, MJ Update. Follow him. It's good. Yes. And if you want, you can dance. I'll leave it for later. Yes, for later. I will. Thank you. Thank you. Thank you so much. Am roten Teppich herrschte wildes Treiben. Hector Barjour und andere machten Videos für ihre Kanäle. Hier war ich live dabei, wie Hector einen seiner bekannten Sprünge machte. Man unterhielt sich, entdeckte neue Fans, die ich noch nicht kannte, mit tollen Tätowierungen. Take a video and action. Wir machten Fotos, lachten und gingen später in die Main Hall,
die nun zur Tanzfläche umgebaut wurde. Der anwesende Fotograf, der auf Instagram Looney's Photography heißt, machte professionelle Fotos für die offizielle Kingvention-Site. Kingvention 2025 und ich habe hier den Matthias neben mir von Malibu. Hallo. Hi. Ja, du bist in Malibu sehr aktiv. So ist es. Erzähl mal, was du da so machst. Ja, also ich unterstütze Jenny, wo ich nur kann, bei Videos, bei Instagram-Posts und Jenny hat mich jetzt ja verführt zum Reisen. Ich bin ja so in die Welt gekommen und bin jetzt auch hier gelandet und bin total begeistert. Ja. Ich treffe dann so liebe Leute wie dich zum Beispiel. Ja, kann ich nur zurückgeben. Kingvention 2023, da sind wir auch zusammen durchgestartet. Richtig. Damals noch in einer anderen Location. War meine erste, deine auch? Meine auch. Okay. Ja. Und dein Fazit, dein Vergleich zur Kingvention 2023, was findest du besser? Das ist ein bisschen schwierig, denn so ein erstes Mal überwältigt einen ja alles irgendwie. Hier finde ich es jetzt von der Location her ein bisschen, es ist enger. Das hat Vor- und Nachteile fürs Programm oder sagen wir mal so für die Ausstellung und sowas war es ein bisschen beengter. Ja, das stimmt. Der Merch-Shop, der war sehr, sehr voll hier. Ja, war halt sehr klein, sehr voll, es war sehr stickig, aber die Leute hatten, glaube ich, trotzdem ihren Spaß. Ja. Was jetzt die Party angeht, oder das ist ja derselbe Raum, in dem vorher die Panels liefen, das fand ich irgendwie schöner hier. Das war kompakter, das war irgendwie, das hat mich noch mehr gekriegt. Ja. Und da muss Ich finde das auch von der Tanzfläche gerade, finde ich das kompakt. ja, perfekt, das ist richtig perfekt. Also ich bin wirklich begeistert und schwer zu sagen, was jetzt besser ist. Heute ist es hier so und ich bin wieder total begeistert und werde, wenn es nicht in den USA ist, werde ich wieder hierher kommen. Ja, also London 2026, wir sind dabei, oder 27, wenn die den 2-Jahres-Rhythmus einhalten. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall, ui, mein Weinglas ist gerade einmal durch die. Wohl mitgenommen. Naja, warum habe ich es auch da abgestellt? Naja. Auf jeden Fall ist Kingvention 2025 sehr erfolgreich, es macht sehr viel Spaß. Tolle Gastredner. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight, also Alif Sanki hat schon tolle Geschichten erzählt. Das war emotional. Ihre Geschichte, wie sie Michael in seinem Van oder in seinem Trailer dieses Foto hat machen lassen, die Geschichte, wie sie das erzählt hat. Ich glaube, das habe ich hier schon an anderer Stelle erzählt. Das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Also es ist sehr zweideutig. Es war zweideutig, lustig und gleichzeitig, wie gesagt, hochemotional, wie sie geredet hat, wie es bei den Leuten ankam. Meine Nachbarin, eine ganz junge Dame aus Frankreich, hat sich die ganze Zeit die Tränen aus den Augen gewischt. Und das hat mich auch total mitgenommen. Also das ist auch mein Highlight, würde ich sagen. Ja, damit Kingvention. Wir gehen jetzt auf die Party, tanzen. Ich hole mir vielleicht noch ein neues Glas Wein, mal schauen. Und wir sehen uns. Bis später. Und hier sehen wir Matthias bei der Arbeit im Interview mit Willy und Chris für den Malibu-Kanal. 2025, Brad Jackson here. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Tell the German audience who you are famous for in the Michael Jackson community. Well, I'm Red Jackson. I have a YouTube channel, Red Jackson Dance, which is where I interview people who worked with and knew Michael Jackson. So whether it's choreographers, band members, friends, it's really interesting to share their stories. It's like a Kingvention on your YouTube channel. Yeah, in a way, yeah.
Yeah, there are many people. Maybe you say some names. Yeah, Big Al, Vincent Patterson, Jennifer Batten, Ola Ray from the Thriller video, and I have an interview with Bill Whitfield, Michael Jackson's security guard, coming up soon. Yeah, so great. Go to that one. That is a very interesting and great channel. I sometimes watch episodes from your channel. It's a great channel. I recommend it. Thank you. Yeah. Thank you so much. I'll watch it. And do you have subtitles, English subtitles? Yeah, I think so. You can translate it when you click on subtitles as well, and in English. But honestly, it's an honor for me to talk with people who knew Michael and to sort of, because I didn't grow up with him. It's like I'm living through, like, I learned what it's like to be there when Michael was alive through their stories. So it's that's important. And maybe you're a young guy, and I'm an older guy, and it's nice to see young guys who like Michael Jackson and make Michael Jackson content, and that's very important for the next generation. Thank you so much. Yeah, that's great. And now this is Kingvention 2025, and what was your favorite parts of this evening? My favorite part? I think my favorite part was when the photographer, Bill Nation, showed a video on the screen of front row Michael Jackson concert footage never before seen. And I just thought it was really cool. That was a cool part. It's like what it was like to be there watching Michael, because we see a lot of like professionally recorded footage, but see what it was like being there. Usually you don't see this kind of footage because in 1997 nobody had cameras or phones. But then and the disco too is a lot of fun. Yeah, and I saw you dancing. The way you make me feel, you go crazy. Hot afterwards. Boiling. But no, it's a really nice atmosphere in that. Yeah, it was great fun. Yeah, thank you for joining my little channel, my German channel. And yeah, nice to meet you. I think we should dance. Yeah, let's go now. Okay, let's and go. subscribe to Harry's channel. Thank you. Bye. Und so startete die Party. Rock with you war das Motto. Christa MJ legte hier eine fantastische Performance hin. Langsam füllte sich die Tanzfläche. Ob jung oder alt, jede und jeder hatte seinen oder ihren Style. Auch ich habe getanzt. Wir hatten eine tolle Zeit. Wisst ihr, ein Jahr lang oder jetzt fast 2 Jahre fiebert man diesem Ereignis entgegen und es ist wieder schneller vorbei, als man denkt. Wir haben jetzt 23 Uhr, die Party ist in vollem Gange und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen wehleidig, dass es gleich zu Ende ist. Hier in Großbritannien ist ja um 1 Uhr Sperrzeit. Und gleich ist das wieder vorbei und dann fiebert man wieder 2 Jahre oder 1 Jahr auf die nächste Kingvention hin. Paz und Sebastian haben das hier super organisiert und auch das ganze Team rund um die Kingvention. Die versuchen hier wirklich ein super
geniales Erlebnis zu schaffen und ich kann es nur empfehlen. Also wenn die nächste Kingvention ist, fangt jetzt schon mal an zu sparen. Die Reise lohnt sich. Ich weiß, London ist nicht gerade günstig, aber Kingvention halt. Ne? Also wo findet man schon mal Menschen, die mit Michael zusammengearbeitet haben und ihre Geschichte erzählen? Und im Anschluss noch diese Riesenparty heute in einem anderen Gebäude als beim letzten Mal. Wahrscheinlich wechseln die Gebäude auch hier. Aber ich kann es nur empfehlen. Also Kingvention ist ein Erlebnis und ein großes Dank an die Organisatoren, Paz und Sebastian. 1000 thanks for organizing such an amazing festival with so much love for Michael, und in dem Fall muss ich das mal auf Englisch sagen, damit die mich auch direkt verstehen. And in my bad English, sorry guys from UK, I try my best. Ich gehe jetzt nochmal auf die Tanzfläche, ich genieße das hier noch bis zum bitteren Ende heute und ich gehe mal hier runter und gehe mit euch einfach nochmal hier eine kleine Runde, wie es hier um 23 Uhr, ja, das waren die sanitären Einrichtungen, wo ich gerade lang gehe. Hier gibt es einen kostenfreien Wasserspender. Hier hinten war Merch, hier waren die 3D-Filme. Hier sind noch Gäste, Red Jackson und Ray ist hier. Red macht auch noch ein kleines Interview mit Dave. Hier sehen wir die Security Räume. Hier sind noch viele Leute. Das ist der Eingangsbereich. Und wenn wir hier unten rumgehen, hinter mir ist Paz auch. Eingangsbereich, die Security-Dame. Hier sind auch ein paar Leute aus Deutschland. Ja, also es ist noch einiges los hier. Und wir gehen jetzt einfach nochmal in die Haupthalle rein. Die Jackson White laufen, Charlotte. Und hier machten wir kurz vor Schluss ein Gruppenfoto mit den noch anwesenden Partygästen. Es muss so 10 vor 1 gewesen sein. Sebastian machte oben das Foto, aber Paz hatte noch ein paar technische Schwierigkeiten. Schließlich gelang das Foto. So sah es von der anderen Seite aus. Der letzte Song des Abends war die Grammy 88 Live-Version von Man in the Mirror. Dabei gingen wir alle noch ein letztes Mal auf die Tanzfläche. So ging ein langer Tag zu Ende. Hier seht ihr noch einmal die Party-Crew, die MJ Party-Crew aus ganz Europa. Paz verabschiedete das Publikum und läutete damit um Punkt 1 Uhr das Ende der Kingvention 2025 ein.
Ja, das war London, das war die Kingvention. Hinter mir seht ihr die Conway Hall. Es hat richtig Spaß gemacht. Eine tolle Veranstaltung. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Und ja, da fiebert man so lange hinterher, dass dieses Ereignis stattfindet. Und dann ist es leider immer wieder schneller vorbei, als es eigentlich sein sollte. 15 Stunden Michael Jackson mit so vielen tollen Leuten, so eine tolle Organisation. Ich muss es auch noch mal sagen, das ganze Team rund um Past Jax, um Sebastian, alle, die an der Kingvention mitgearbeitet haben, auch die Freiwilligen, die Helfer, die vor Ort waren. Es ist ein grandioser Job. Ich weiß oder kann mir gut vorstellen, wie viel Arbeit das ist, sowas zu organisieren, alles perfekt zu machen für so ein tolles Ereignis. Ja, da auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle, die das organisiert haben, die hier so viel Herzblut reingesteckt haben, an die Gastredner. Kingvention 2025 ist zu Ende und ja, wird aber immer in Erinnerung bleiben. Ja, das war MJ Update aus London und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut!